Hallo, ich bin's wieder, eure Donna. In diesem Video möchte ich euch das, wie ich finde, einfachste Dreieckstuch der Welt zeigen. Es wird im sogenannten Half-Granny-Muster gehäkelt und geht daher richtig fix von der Hand. Wenn ihr keine weiteren Anleitungen sowie Tipps und Tricks rund ums Häkeln verpassen möchtet, dann abonniert meinen Kanal doch gleich am besten. Die von mir verwendeten Materialien habe ich euch natürlich wieder unten in der Infobox verlinkt. Los geht's! Ihr braucht Häkelgarn eurer Wahl. Ich verwende für dieses Projekt die Burl von Chez Pièce in der Farbe Forbidden Fuchsia. Dabei handelt es sich um ein tolles Verlaufsgarn, das aus 60% Baumwolle und 40% Acryl besteht. Durch den hohen Baumwollanteil ist es perfekt geeignet für ein luftiges Sommertuch. Eine zu eurem Garn passende Häkelnadel. Ich verwende die Größe 3,5. Eine Schere, eine Stopfnadel, um die Fadenenden zu vernähen und optional noch einen Pom-Pom-Maker, falls ihr Bommel als Verzierung möchtet. Bei solchen Farbverlaufsgarnen habt ihr immer die Möglichkeit, entweder mit dem äußeren Faden zu starten oder aber mit der inneren Farbe, indem ihr einfach das Fadenende aus der Mitte holt. Alles, was ihr für das Half-Granny-Muster können müsst, ist der magische Ring als Ausgangsbasis, doppelte Stäbchen, Stäbchen und Luftmaschen. Falls ihr noch nicht wissen solltet, wie man doppelte Stäbchen, Stäbchen und Luftmaschen häkelt, habe ich euch hier ein ausführliches Tutorial verlinkt. Für den magischen Ring verlinke ich euch unten in der Infobox ein Video, in dem ich meine Lieblingsmethode langsam zeige und erkläre. Wir starten nun also mit einem magischen Ring. Um diesen anzufertigen, gibt es mehrere Methoden. Ihr macht ihn einfach nach der Methode, mit der ihr am besten zurechtkommt. Nachdem ihr einen magischen Ring angefertigt habt, starten wir die erste Reihe mit 5 Luftmaschen. Danach werden direkt in den Ring hinein 3 Stäbchen gehäkelt. Der Anfang ist hier immer ein bisschen friemelig, aber das gibt sich zum Glück sehr schnell. Nach diesen 3 Stäbchen häkelt ihr 2 Luftmaschen, gefolgt von erneut 3 Stäbchen, die ebenfalls wieder direkt in den Ring hineingehäkelt werden. Nach den 3 Stäbchen folgt eine Luftmasche. Danach befinden wir uns schon am Ende der ersten Reihe. Abschließend häkeln wir nun also wieder direkt in den Ring hinein ein doppeltes Stäbchen. Für ein doppeltes Stäbchen benötigt ihr nicht einen, sondern 2 Umschläge auf eurer Häkelnadel, die dann in 3 Schritten abgemascht werden. 1, 2, 3. Die erste Reihe ist somit abgeschlossen. Bevor wir nun aber weiter häkeln, nehmt den losen Anfangsfaden eures magischen Rings und zieht einmal daran, sodass sich der Ring schließt. Wenn wir uns die erste Reihe nun einmal genauer ansehen, dann lässt sich bereits jetzt schon die gewünschte Dreiecksform sehr gut erkennen. Die zweite Reihe, die jetzt im Anschluss folgt, ist auch gleichzeitig die Reihe, die wir ab jetzt einfach immer wiederholen werden. Um in die zweite Reihe überzugehen, häkeln wir, wie auch schon zu Beginn der ersten Reihe, wieder 5 Luftmaschen. Danach wendet euer Häkelstück. Und jetzt werden wir direkt hier in diese Lücke 3 Stäbchen hineinhäkeln. Ihr müsst also nicht in irgendeine Masche einstechen, sondern einfach in den Zwischenraum, der sich in der Vorreihe gebildet hat.
Im Anschluss daran folgt eine Luftmasche. Danach werden die Stäbchen der Vorreihe übersprungen und ihr häkelt nochmal 3 Stäbchen direkt hier in den Zwischenraum der Spitze hinein. Das heißt also, auch hier werden keine Maschen behäkelt, sondern ihr setzt die 3 Stäbchen einfach in das Loch der Spitze. Als nächstes müssen wir uns eine neue Spitze bilden, und zwar indem wir 2 Luftmaschen häkeln. Danach werden nochmal 3 Stäbchen direkt in die Spitze hineingehäkelt. Und dadurch haben wir uns hier eine neue Spitze geschaffen. Häkelt anschließend eine Luftmasche. Danach werden die Stäbchen der Vorreihe wieder übersprungen und es werden 3 Stäbchen in den letzten Zwischenraum hineingehäkelt. Auch hier möchte ich nochmal betonen, es werden keine Maschen behäkelt. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende der zweiten Reihe angekommen. Zum Abschluss dieser zweiten Reihe häkelt nun eine Luftmasche und dann auch wieder direkt in die Lücke hinein ein doppeltes Stäbchen. Also wieder 2 Umschläge auf die Nadel, die dann in 3 Schritten nacheinander abgemascht werden. Und das war jetzt im Grunde genommen auch schon das ganze Hexenwerk. Ihr seht schon, wie die Dreiecksform immer stärker herauskommt. Diese zweite Reihe wird ab jetzt einfach immer wiederholt. Da alle weiteren Reihen, wie gesagt, einfach nur Wiederholungen der zweiten Reihe sind, beginnen wir die dritte Reihe daher erneut mit 5 Luftmaschen. Danach wendet euer Häkelstück. Im Anschluss häkelt ihr 3 Stäbchen direkt in die erste Lücke der Vorreihe hinein. Danach eine Luftmasche. Die folgenden Stäbchen der Vorreihe werden übersprungen und ihr häkelt in die nächste Lücke 3 Stäbchen hinein. Im Anschluss folgt dann wieder eine Luftmasche. Und schon sind wir bei der Spitze angekommen. Um die neue Spitze zu kreieren, häkeln wir in diesem Zwischenraum 3 Stäbchen. Gefolgt von 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen hinein. Dadurch haben wir die neue Spitze geschaffen. Weiter geht es nun auf dem nächsten Schenkel unseres Dreiecks und ich bin mir sicher, dass ihr das Häkelprinzip inzwischen verstanden habt. Wir brauchen als nächstes eine Luftmasche, überspringen die Stäbchen der Vorreihe und häkeln in die darauf folgende Lücke eine neue Gruppe aus 3 Stäbchen hinein.
danach dann wieder eine Luftmasche und im Anschluss befinden wir uns auch schon wieder am Ende der dritten Reihe. Das heißt, in die letzte Lücke häkeln wir 3 Stäbchen hinein, danach eine Luftmasche und abschließend ein doppeltes Stäbchen. Nach diesem Prinzip häkelt ihr nun so lange weiter, bis ihr die gewünschte Größe eures Dreieckstuchs erreicht habt. Ob ihr euch daraus ein kleines Halstuch oder ein großes Dreieckstuch, welches man auch als Schulterstola verwenden könnte, häkelt, bleibt absolut euch überlassen. Sobald das Tuch eure gewünschte Größe erreicht hat und ihr am Ende eurer letzten Reihe angekommen seid, wird der Faden allerdings noch nicht abgeschnitten und vernäht, sondern wir werden hier abschließend noch eine Reihe mit festen Maschen häkeln. Häkelt dazu am Ende eurer letzten Reihe eine Wendeluftmasche und dreht euer Häkelstück. Es wird nun jede Luftmasche und jedes Stäbchen der Vorreihe mit einer festen Masche behäkelt. Ihr könnt hier am Anfang die Masche, in der sich schon die Wendeluftmasche befindet, überspringen und erst in die zweite Masche eure erste feste Masche setzen. Achtet dabei darauf, dass ihr immer durch beide Maschenglieder stecht und dass ihr die festen Maschen nicht zu eng häkelt, denn sonst würde sich euer Tuch unschön zusammenziehen und das möchten wir ja nicht. Hier bei den Luftmaschen könnt ihr euch entscheiden, ob ihr tatsächlich in die beiden Maschenglieder einstecht oder aber, was wahrscheinlich leichter für euch sein wird, macht es, wie wir es bisher in den Lücken immer gehandhabt haben, häkelt einfach hier direkt in den Zwischenraum eine feste Masche hinein. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur hier bei den Stäbchen müsst ihr eben darauf achten, dass ihr immer durch die beiden Maschenglieder des Stäbchens der Vorreihe stecht. Und so häkelt ihr jetzt einmal komplett am ersten Schenkel des Dreiecks über die Spitze hin bis zum anderen Schenkel mit festen Maschen entlang. Bei eurer Spitze angekommen, bedenkt, dass ihr hier, um die Form zu erhalten, 2 feste Maschen braucht. Danach geht es dann wieder ganz normal mit jeweils einer festen Masche weiter. Nachdem ihr eure letzte feste Masche gehäkelt habt, häkelt noch eine Luftmasche und dann könnt ihr den Faden auch schon abschneiden. Denkt auch hier wieder daran, noch ein Stück Faden zum Vernähen dran zu lassen. Zieht dann den Faden noch durch die zuvor gehäkelte Luftmasche und zieht noch einmal fest daran, damit hier auch erstmal nichts aufgehen kann. Vernäht jetzt noch alle losen Fadenenden nach eurer gewünschten Methode. Ich vernähe diese beispielsweise immer sehr gerne im Zickzack in der Häkelstruktur und schneide die dann noch abstehenden Fadenenden einfach ab. Danach ist euer eigenes Unikat dann auch schon fertig. Wer möchte, kann dann allerdings noch Verzierungen an seinem Tuch anbringen. Beispielsweise lassen sich mit Hilfe eines Pom-Pom-Makers sehr einfach und schnell flauschige Bommel erstellen. Eine sehr beliebte Alternative zu Bommeln sind klassisch elegante Quasten. Diese könnt ihr entweder bereits fertig kaufen und müsst sie dann nur noch annähen. Oder aber ihr könnt sie auch ganz einfach selbst herstellen. Ich habe für meine zum Beispiel einfach nur die Reste des Bobbles verwendet, aus dem ich das Tuch bereits gehäkelt hatte. So passen die Quasten dann auch perfekt zum Tuch. Wo und wie viele Quasten ihr anbringt, ist absolut euch überlassen.
Meistens wird nur eine an der Spitze befestigt. Alternativ sieht es aber auch immer sehr ansprechend aus, wenn die beiden Zipfel mit je einer Quaste versehen werden. Wenn ihr euer eigenes Dreieckstuch nach meiner Anleitung hier gehäkelt habt, dann würde ich es wahnsinnig gerne sehen und bestaunen wollen. Benutzt dafür in euren Social Media Posts den Hashtag Handgemacht mit Donna. Für mehr Einblick in meine Häkelprojekte werft doch mal einen Blick in meine Social Media Profile auf Instagram, Facebook oder TikTok. Wenn euch dieses Häkelprojekt gefallen hat oder ihr vielleicht Fragen dazu habt, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar unter dieses Video. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Häkelanleitung wieder. Also bis zum nächsten Mal.